Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Ja, immer diese Klickenbildung unter Kegeln. Die sind unvollständig. Aber so der Klickenbildung scheinbar nicht. Hulgur? Bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Die erinnert mich an Hulgur. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Was da wohl drin ist? Boah, das klingt nach... Ich liebe dieses Spiel. Ja, fast so als ob... Potztausend, das ist Glas. Ja. Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Da wäre jetzt die Frage, was passiert, wenn man zuerst auf Neben klickt. Genug Schaden angerichtet. Yay, ich darf das Blut kritzeln. Hier war Edna. Comics. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Ich lese es später. Aber mitnehmen. Die Todesbrote. Ach ja, stimmt, da war ja auch was man alles Mögliche interagieren kann. Captain Unbrauchbar. In diesem Bild verliert Captain Unbrauchbar den Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform. Guck mal, Captain Unbrauchbar. Nein, danke. Ich kenne es auswendig. Es war das Einzige, was es hier drin zu lesen gab. Die Frage ist, ohne Hände, wie liest du das dann? In diesem Bild verwechselt Captain Unbrauchbar links und rechts. Captain Unbrauchbar erlangte seine Superkräfte, als er beim Autoradio den falschen Sender aktivierte. Captain Unbrauchbar. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. Kegel und Bowlingkugel ist in dem Fall das gleiche. Die Erstausgabe sollte man hinter Glas aufbewahren. Aber ich bin ja auch gerade hinter Glas. Ja, aber vielleicht nicht draußen hinter Glas. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Du bist nicht Rapunzel. Ist dieser Ausblick nicht herrlich? Hol dir einen eigenen Ausblick. Das hier ist meiner. Ja, das wäre schön. Dann könnte ich diesen Ausblick überall genießen. Leider hat man dieses Fenster sehr unhandlich designt. Und den Ausblick hat man am Horizont befestigt. Ja, sehr unpraktisch. Ach ja. Die Ferne. Da ist ein Wald hinter der Mauer. Dann ein Fluss, über den eine Brücke führt. Ich erkenne einen Friedhof und eine Kirche. Und dann Häuser. Ist das da unser Haus? Ich muss dringend nach Hause. Was auch immer Dr. Marcel vertuscht. Dort werde ich den Hinweis finden, der mir hilft, mich zu erinnern. Warte dort, ich komme runter. Es muss einen besseren Weg geben als den direkten. Die Person, die gerade warten sollte, wird wohl eine Weile warten. Oh. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Hallo! Niemand hört mich. Doch, wir hören dich. Aber wir können dir noch nicht helfen. Beziehungsweise wir sind dabei.
Du, 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 du. Eine Antenne, eine Antenne. Ja, stimmt, da war auch noch was. Die sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Also, Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Sie sind da. Ich schwöre es Ihnen. Sie sind überall. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Ah. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Dann muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Du, du. Du, 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 du. Entschuldigung. Du, 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 du. Hey, Oh, 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 ich verdufte lieber. ach ja, der Typ. warte gefälligst! Ach ja, dann musste man erst das eine Gitter öffnen. Oh, ich habe wieder keinen Zehennagel. Ha? Oh, ich liebe dieses Geräusch. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Ja, kann schon sein. Was ich auch interessant finde an diesem Spiel ist, auch wenn du es mehr als 10-mal gemacht hast, hat sie immer noch genug Fußnägel übrig. Yeah. Warum? Shit. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch zurück in die Zelle. Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Ach ja, sein Da komischer musst du schon Schläger. früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher. Nochmal wird das nicht vorkommen. Ja, das Loch in der Wand ist komplett unauffällig. Und es wird doch nochmal passieren. Ich liebe dieses Skelett, was da im Boden ist. Das ist super. Und nochmal. Hey, Oh, oh, Hallo. ich verdufte lieber. warte gefälligst. Kannst du bitte reinkommen? Aber nicht so. Geh durch die... Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei Oh. herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch zurück in die Zelle. Willst du meine Antwort hören? Das hatten wir doch schon. Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher. Nochmal wird das nicht vorkommen. Ich darf also erst auf dem Dach auf ihn warten. Stimmt, da war was. Man kann sich doch nicht mehr an alles erinnern. Ist schon ein bisschen her.
kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Use the Luke Force. Ja. In diesem Bild wischt ein Obdachloser die Scheibe vom Honkmobil. Vorsicht, Captain Unbrauchbar! Wenn er den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. Oh. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Wobei ein Auto an der Ampel oder Warte sowas gefälligst! zu bemalen, ist schon sehr dreist. So, diesmal durchs Fenster. Und jetzt erst auf ihn warten. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir doch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja, Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling! ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Ja, aber nicht auf diese Seite. So. Ups. Hoppla. Absicht! Psst. Was muss ich da nochmal drauflegen? Das? Was ist das Lexikon? Ja. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hihi. Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin. Das ist der Sinn. Hallo? Hulgo? Dr. Marcel? Irgendwer? Oh. Du, 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 du. Du, du, du. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. In diesem Bild rennt Captain Unbrauchbar offene Türen ein. Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht ausstehen. Kann ich verstehen. Auch von dieser Seite verschlossen. Ja. Aber man kann es ja mal versuchen. Hallo Was Tür. sagst du nun, Tür? Ich bin draußen. Ha, sie schmollt. Oh. So. Oh. Oh oh, da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ja, Ich natürlich. bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal, stör mich nicht, okay? Okay. Erstmal gucken, was noch so ist. Du, 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 du. Ah, die Pflanze. Die Pflanzen, die man alle auch so schön beschmieren konnte. Und Zickzackscheren. Zieh mal die Pflanzo. Na. Was tust du da? Ich spreche Pflanzisch, Aber Edna, Pflanzen können doch gar nicht sprechen. im Gegensatz zu Stoffhasen. Immer diese ungläubigen Stoffhasen. Die kenne ich aus der Origami-Therapie. Ich glaube, da hast du was anderes gefaltet. Gib endlich das Handtuch frei. Holst du doch. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Das macht keine Geräusche. Ich habe jetzt mit einem gerechnet.
Ein Becken, wie es im Bade steht. Ja. Ach, Menno. Mist. Seife, Gründerin der Zivilisation. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wär's noch, kämen wir langsam hier raus. Ja, ja, wir sind ja dabei. Die Seife hat natürlich einen Soundeffekt, aber dieses Handtuch hat keinen. Okay. Wirst du mich von meinen Sünden reinwaschen? Die Reinigung, die du durch mich erfahren willst, ist nur oberflächliche Natur. Für die vollständige Katharsis musst du erst Blut trinken, den Drachen töten und schließlich die Schuld des Vaters widerlegen. Ach, Seife. Aus deinem Mund klingt alles so leicht. Mhm. Vorhin saß ich noch in einer Zelle und redete mit der Wand. Doch nach stundenlanger Kombinationsarbeit stehe ich endlich auf der Herrentoilette und rede mit einem Waschbecken. Du denkst, du hast Probleme? Mann, ich bin das Waschbecken. So. Ja. Was macht die Familie? Ist Frau Fenster wohl auf? Danke der Nachfrage. Aber Frau Fenster und ich haben uns zerstritten. Warum? Fragen Sie mich nicht. Ihr Verhalten ist für mich vollkommen undurchsichtig. Kratze, kratze. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Du bist nicht die Einzige, die nicht so gut mit ihm klarkommt, scheinbar. Bullseye. Selber. Das ist an der Wand befestigt. Macht nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Die Darts fehlen. Ja, die Darts fehlen. Oh, guck mal, Harvey. Kaugummis. Hast du ein Kaugummi für mich? Ich wäre ein schlechter Kaugummiautomat, wenn ich keines hätte. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Oh. Buah, alt und ungenießbar. Ja, das haben Kaugummi-Automaten öfter mal an sich. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Buah, alt und ungenießbar. Ja, Edna ist so ein bisschen lernresistent. Noch mehr Seife. Es gibt direktere Wege, um mir zu sagen, dass ich nur Dreck laber. Ja. Glipschi Waldmeister 2 Phasen Powergel. Glitschig. Das Geräusch habe ich jetzt nicht erwartet. Glitschig. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Phallisches haben? Edna. Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. Dann musst du was Flaschen trinken. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements! Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Igloo? Ja, ich nehme noch gleich einen Kaugummi. Ich gucke mir erst alles andere. Ich lasse es jetzt laufen.
Ein Sperrholzbrett an Stiftscharnieren versperrt mir Einblick in die Hängekonsole. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr deprimierend ist, eine Schranktür zu sein. Ach nein, wo denkst du hin? Naja, den ganzen Tag nur auf und zu, nichts dazwischen, keine Grautöne. Hey, projizier deine Konflikte gefälligst auf deine eigenen Marotten. Schokobrötchen, hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Ich baue besser keine emotionale Bindung zu ihnen auf. Sonst fällt es später nur unnötig schwer, sie zu verputzen. Ja, da ist tatsächlich ein Rätselspiel auf der Rückseite. Aber meinetwegen kann Bobo Bär ruhig im Labyrinth versauern. Bobo Bär, das haben wir ihn doch. Mm. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Ja, natürlich. Vitamino. Mit dem besten aus 3 ausgewählten Kaninchenstellen. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Mhm. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Hallo Müsli. Hallo. Ein ganzes Alphabet von Vitaminen und doch so wenig zu sagen. Ja, Ja, bring mir all deine tollen und gesunden Sachen. Nur eine Berührung mit mir und sie werden alle gesund. Igitt, eingetrockneter Rhabarberkompott. mm. Rhabarber, 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 Rhabarber. Rhabarber. So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Wozu? Um Lecke in Schiffsrümpfen abzudichten? Ja, Die sind schon beschriftet. Da steht entweder Rhabarberkompott oder Roswell-Komplott. Ich halte beides für gleich wahrscheinlich. natürlich. Meine tollen Sachen gehören nicht in diesen muffigen Schrank. Sie gehören auf eine grüne Wiese ins fröhliche Sachenland. Da können Sie dann mit den anderen fröhlichen Sachen spielen. Ja, du sollst doch nur die Schranktür beschriften. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wär ich stets krank. Mhm. Kaffee, schwarz. Computer? Mist, die Replikatoren sind wieder im Eimer. Computer sagt nein. Ich habe vielleicht kleptomanische Anwandlungen. Aber jemandem die Kaffeemaschine zu stehlen, das wäre Barbarei. Du sollst doch dir doch nur einen Kaffee Keine Filter. nehmen. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Natürlich. So, dann nehme ich mir jetzt doch ein Kaugummi. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Buah, alt und ungenießbar. Nee, ab durchs Fenster damit. Da geht's steil runter. Ja, du sollst doch nur rausgucken. Spracherkennung gibt es erst in der nächsten Windows-Version. Dort, wo wir hingehen, brauchen wir keine Fenster. Natürlich nicht. Da konnte man nicht weiter. Dann muss ich jetzt wohl zu Ihmchen und... Wobei, ich kann noch runter vorher, bevor ich Ihmchen einrede, dass er auf jeden Fall aufs Klo muss. Hm. Die ist verschlossen. Mhm. Alles verschmieren. Oh, der schöne Raum. Der überhaupt nicht beunruhigende Raum.
Sorry, zu hoch. Ja, aber auf dem Stuhl ist doch auch nichts Sorry, verkehrt. zu hoch. Ich habe das Geräusch gehört, aber nicht, was du gerade gemacht hast. Der hat eine etwas beunruhigende Wirkung auf mich. Mhm. Hast du noch einen letzten Wunsch, Django? Ich würde gerne nicht hingerichtet werden, wenn es geht. Nicht doch lieber ein paar Pokémon-Sammelkarten? Ich warte auf die Mobilvariante. Mit der kann man dann sicher auch MP3s abspielen. Das ist bestimmt genau so ein Stuhl, Edna. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Mhm. Das Damoklesschwert unter den Kopfbedeckungen. Wie geht's der Familie, Helmfried? Ach, mein Cousin arbeitet auf dem Bau. Und mein Bruder ist bei der Armee. Nur ich häng hier rum. Mhm. Manche Hüte kann ich einfach nicht tragen. Ja. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Na, Die sind fest montiert. Sieht kompliziert aus. Ich hätte gerne eine Cola, den Maximum Cheese ohne Gurke und einmal die Altölfritten. sie gehört also auch zu den Menschen, die keine Gurken auf ihren Burgern mögen. Die sind fest montiert. Das hatten wir gerade schon. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Nur der sich damit auskennt, will dich auf dem Stuhl sehen. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Ach. Warum gehe ich die ganze Zeit raus? Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Seit was So das denn? funktioniert das nicht. Ich beschrifte ihn lieber. Sicher ist sicher. Mhm. Aktivieren. Aktivieren! So funktioniert das offensichtlich nicht. Vielleicht brauche ich einen Fachmann. Der bedient den elektrischen Stuhl. Mhm. Treib ab. Ach ja, der Typ. Ich hasse diese Dinger. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Es ist an diesem Gitter befestigt. Da fehlt ein Schlüssel. Er telefoniert. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Nein, das könnte er missverstehen. Nein, das könnte er missverstehen. Okay. Du. Die Sitzgruppe. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Da, wo sich niemand darüber beschweren kann. In Lila hätte ich sie mitgenommen, aber so? Nee. Ja, da bin ich ganz bei dir, Edna. Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Beschmieren. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Harre aus, kleines Mädchen auf dem Bild. Schon bald wirst du da rauskommen. Und dann wirst du sie zertrampeln. Alle wirst du zertrampeln. Sie sollen deine Wut zu spüren bekommen. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Das hatten wir gerade schon. Wozu? Es würde niemandem auffallen. Na und? Macht Spaß.